Kann man Lego City Undercover nur als Zivilist durchspielen? Dieser Frage ist Dr. Rank genauer auf den Grund gegangen, Link ist in der Beschreibung, und wie weit er es geschafft hat, gucken wir uns sofort an. Ganz kurz aber nochmal die Regeln: Man darf nur Charaktere benutzen, die unter der Zivilisten-Kategorie gelistet sind. Man darf keine Verwandlungen wechseln, egal ob durch dieses Menü hier oder durch Drücken der Schultertasten. Und man darf keine Cheatcodes benutzen. So, mit allen Vorbereitungen aus und vor können wir endlich einen neuen Spielstand starten. Hier fällt schnell auf, dass die einzigen Charaktere, die wir zur Verfügung haben, Chase McCain und Grace Makepeace sind die weibliche Version von Chase McCain. Alle von diesen können genau nichts. Die erste Herausforderung im Run stellt sich in der Polizeistation, wo man dieses Tor hier zur Ellie öffnen muss, was nur mit einem Polizisten geht. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie es als Zivilist gehen soll, wenn sie doch gar nichts können. Nun, es gibt ein paar wenige Zivilisten in Lego City Undercover, die ein paar Fähigkeiten haben. Dazu habe ich auch vor Ewigkeiten mal ein Video gemacht, was ich euch nicht empfehle anzugucken, weil das unfassbar scheiße ist. Aber dieses Feature können wir benutzen, um das Ganze hier zu umgehen. Dr. Rank hat sich jetzt überlegt, als erstes direkt am Anfang vom Spiel den Forscher zu holen. Dieser befindet sich allerdings auf der Freiheitsstatueninsel, welche man nur betreten kann, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Sollte man versuchen, zur Insel hinzuschwimmen, wird man brutal von einem Lego-Hai gefressen. Doch es gibt einen ziemlich einfachen Glitch, das zu umgehen. Dafür muss man einfach hier am Steg an die Kante laufen, sich ganz langsam in das Wasser reinschleichen, sodass man wirklich nur noch den Stick ganz leicht antippen muss, um in das Wasser zu fallen. Dann wartet man so lange, bis die Anzeige vom Spiel kommt, dass man A gedrückt halten kann, um wieder an Land zu kommen. Und wenn man das Ganze richtig gemacht hat, wird einen das Spiel allerdings dann nicht wieder an Land zurücksetzen, sondern direkt ins Wasser. Aber da das Spiel denkt, dass ihr jetzt an Land seid, ist der Hai auch nicht mehr da und ihr könnt ganz entspannt rüberschwimmen. Wir haben jetzt also schon mal den Forscher und der Forscher kann zwar noch nicht dieses Tor hier öffnen, aber der Forscher kann immerhin die Polizeiscan-Punkte benutzen. Diese Fähigkeit braucht man, um auf dem Hügel in Cherry Tree Hills den Detektiv freizuschalten. Das Besondere am Detektiv ist, dass er ein interkategorischer Charakter ist. Und ja, das Wort habe ich mir gerade ausgedacht, aber ich finde, es ist sehr passend. Denn der Charakter existiert sowohl in der Zivilisten- als auch in der Polizisten-Kategorie. Da beide Charaktere komplett identisch sind, bedeutet das, dass der Detektiv in der Zivilisten-Kategorie alle polizeilichen Fähigkeiten ebenfalls besitzt. Und das wiederum bedeutet, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wofür wir die ganze Kacke hier überhaupt machen, dass wir nun endlich das Tor in der Polizeistation öffnen können. Und wir sind wieder stuck. Das Spiel triggert nämlich nur die Cutscene, in der man den Polizeikommunikator bekommen kann, wenn man mindestens für eine Sekunde Gameplay den Polizisten ausrüstet. Um also nicht zu stark zu schummeln, wechseln wir nur ganz kurz mit dem zweiten Spieler zum Polizisten, werfen ihn dann raus und ändern im Anschluss das Polizistenkostüm zum Detektiv, denn das ist ja erlaubt, weil der Detektiv ein interkategorischer Charakter ist. Das ist aber ziemlich wichtig, denn es gibt einige Stellen in diesem Spiel, wo man automatisch den Polizisten ausgerüstet bekommt. Beispielsweise, wenn man das erste Level betritt. Da der Detektiv allerdings, wie schon gesagt, in beiden Kategorien vorhanden ist, ist das natürlich kein Regelverstoß. Es gibt sogar manche Stellen, wie zum Beispiel nachdem man die Wurfhackenkanone bekommt, an denen einem das Spiel automatisch den Polizisten ausrüsten sollte. Allerdings ist das Spiel nicht mal die Mühe dazu macht, wenn man den Detektiv auf dem Zivilisten-Slot hat, da er genau wie ein Polizist fungiert. Wir sind jetzt also raus aus der Polizeistation und das erste, was Dr. Rank nun gemacht hat, ist sich durch die Straßensperre in Cherry Tree Hills zu glitschen. Das funktioniert ziemlich einfach mit dem Two-Player-Warp-Glitch. Wenn ihr nicht so aktiv in dem Spiel seid, dann erkläre ich euch mal ganz kurz, wie der Glitch so grob funktioniert. Im Remaster von Lego City Undercover kann man sich immer zum anderen Spieler teleportieren und wenn man davor springt, teleportiert man sich zu 99,99% der Fälle immer hinter den Spieler, zu dem man sich gerade teleportiert. Das gilt auch, wenn man gerade vor einer Wand steht. Dann muss man sich zwar etwas öfter teleportieren, aber nach ein paar Teleportationen ist man auch in dieser Wand drinne. Dr. Rank ist jetzt nach Fresco gelaufen, um dort die Umkleidekabine zu bauen, welche ihm den Gangster gegeben hat. Ebenfalls ein interkategorischer Charakter. Den brauchen wir allerdings erst etwas später. Und dann hat er denselben Glitch, den man gebraucht hat, um auf die Freiheitsstatueninsel zu kommen, benutzt, um auf die Apollo-Insel zu kommen. Denn dort kann man sich frühzeitig den Astronauten holen.
Wofür wir das getan haben, erkläre ich euch, wenn es soweit ist in diesem Run. Aber der Grund, warum wir das Ganze hier jetzt gemacht haben, ist, weil wir den Astronauten speichern müssen. Wenn ihr den ersten Teil von meiner No-Jump-Challenge gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine, denn da habe ich das Ganze einmal falsch gemacht. Die Verkleidungen, die man freischaltet, bleiben nämlich nicht einfach so gespeichert. Wenn wir jetzt irgendein Level betreten würden, dann wäre der Astronaut einfach weg. Der muss von der Story aus gespeichert werden. Also wir können nicht einfach Spiel beenden und speichern drücken, die Story muss ihn abspeichern. Und das passiert normalerweise eben, wenn man ihn freischaltet, aber das passiert auch, wenn man einfach irgendein Story-Item freischaltet, denn dann speichert das Spiel alle Story-Items, die man bis zu diesem Zeitpunkt freigeschaltet hat. Wir machen das also jetzt mit der Wurfhakenkanone. Wir haben uns zuerst den Astronauten geholt, jetzt holen wir uns die Wurfhakenkanone und wenn wir die Wurfhakenkanone erhalten, werden alle Story-Items gespeichert, somit ist der Astronaut jetzt auch fest in unserem Roster. Von hier können wir ganz entspannt das erste Level ohne irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Detektiv auf dem Polizisten-Slot spielen. Und im Gefängnislevel bekommt dann unser freigeschalteter Gangster eine Rolle, denn der kann genau wie ein Räuber Safe knacken, Türen öffnen und was sonst noch dazugehört. Das Minenlevel ist wieder etwas interessanter. Wir können uns jetzt da die Minenverkleidung holen, aber vergesst nicht, manuell dürfen wir nichts vom Zivilisten wegwechseln und da es auch keinen Zivilisten gibt, der irgendwelche Minenfähigkeiten hat, ist der Minenarbeiter für unseren Run nicht benutzbar. Das ist allerdings nicht so schlimm, denn man braucht den in diesem Spiel so gut wie gar nicht. Es gibt zwar 2 Stellen in diesem Level, wo man ihn eigentlich brauchen würde, aber bei der ersten kann man sich einfach auf diese Steine hier draufglitschen und dann hinter sie hinweglaufen. Und bei der zweiten Stelle muss man eigentlich ein Sprungbrett bauen und dann durch so einen Schacht runterspringen. Das kann man auch überspringen, indem man sich einfach an der Seite durch die Wand glitscht und dann einfach bis nach unten in den See fällt. Das Dojo-Level ist auch kein großes Problem, denn man kann sich einfach mit dem zuvor genannten Two-Player-Warp-Glitch durch die Eingangstür glitschen. Aber Dr. Rank hat sich sogar die Mühe gemacht, die ganzen Raketen und Supersteine normal einzusammeln, also auch das ist kein Problem. Nach dem Dojo muss man dann einen LKW zur Polizeistation abliefern. Nachdem man das getan hat, schaltet man den Namensgeber vom Spiel, die Undercover-Uniform, frei. Diese dient leider als Polizistenuniform und sie wird dem ersten Spieler auch automatisch angezogen, wogegen wir nichts tun können. Um den Schaden weiterhin so gering wie möglich zu halten, wechseln wir sofort wieder zurück zum Zivilisten und ändern die Polizeiuniform zurück zum Detektiv. Viel Spannendes passiert jetzt erstmal nicht, deswegen skippe ich einen großen Teil der Story, bis wir in Kapitel 6 die Farbwaffe freischalten. Diese ist nötig für den nächsten Spezialauftrag, wo man eine Bank ausraubt und sie kann einfach vom Gangster verwendet werden. Im Rest vom Level gibt es ein paar Stellen, wo man den Bergarbeiter verwenden sollte, wofür es ja keinen Zivilisten gab, der diese Fähigkeiten hat, aber die können wir einfach mit ein paar Warps umgehen und das nächste, was passiert, ist, dass wir den Smaragden klauen. Das ist wieder so eine Stelle, wo das Spiel einem automatisch den Gangster ausrüstet, nachdem man ihn geklaut hat. Technisch gesehen dürfen wir eigentlich weiterspielen, da das ja ein interkategorischer Charakter ist und es keinen Unterschied macht, ob wir den auf dem Zivilisten oder auf dem Gangster-Slot haben. Aber um einfach mal auf Nummer sicher zu gehen, hat sich Dr. Rank dazu entschieden, nur noch mit dem zweiten Spieler, der noch den Zivilisten ausgerüstet hatte, weiterzuspielen. Und das hat ihm spätestens bei der Flucht aus der Bank ein paar Probleme bereitet. Falls ihr euch nicht mehr an die Mission erinnern könnt, man muss eben mit diesem Fahrzeug hier von der Polizei flüchten und sollte es der Polizei gelingen, euer Fahrzeug zu zerstören, geht die Mission als verkackt. Das gilt im 2-Spieler-Modus für beide. Wenn einer also nur AFK rumsteht, kann es ein bisschen länger dauern, diese Mission abzuschließen. 2 Versuche später hat es Dr. Rank allerdings endlich geschafft, diese Mission abzuschließen und nach ein bisschen Story-Gebrappel geht es dann auf die Apollo-Insel, wo man den Astronauten freischaltet. Wenn ihr bis hier geguckt habt, dann wisst ihr, dass wir den Astronauten bereits haben, aber eine Sache brauchen wir noch von der Apollo-Insel und zwar das Alien. Das Alien ist ein interkategorischer Charakter für den Astronauten, was es uns ermöglicht, die Astronautenfähigkeiten zu benutzen, ohne zum Astronauten wechseln zu müssen. Das Alien befindet sich genau hier auf der Apollo-Insel. Allerdings ist das in der Realität ein Tunnel und um in diesen Tunnel das erste Mal reinzukommen, muss man einen Teleporter benutzen und naja, das kann nur ein Astronaut. Dr. Rank hat es allerdings hinbekommen, sich in diesen Tunnel hinein zu teleportieren und das sah gar nicht mal so leicht aus, aber er hat es geschafft und nun haben wir das Alien.
Das Alien ermöglicht es uns jetzt nur mit dem Zivilisten das Astronautenlevel zu betreten. Das Problem in diesem Level ist allerdings, dass man direkt im ersten Raum die Fähigkeiten vom Polizisten und vom Räuber benötigt. Wir haben zwar für die beiden Verwandlungen einen Zivilisten, der die entsprechenden Fähigkeiten beherrschen kann, aber das Problem ist, wir brauchen ja noch den Astronauten, um das Level zu betreten. Dafür haben wir auch einen Zivilisten, aber wir haben gleichzeitig auch nur 2 Spieler, was bedeutet, dass wir zum selben Zeitpunkt immer nur 2 verschiedene Fähigkeiten mit uns tragen können. Natürlich gibt es aber auch hier einen Glitch, um direkt in den zweiten Raum zu kommen, aber warte mal. Dieser Glitch nutzt die Hitbox der Super-Minifigur aus. Die Super-Minifigur, wenn ihr nicht wisst, was es ist, macht Chase McCain riesig und erweitert damit auch seine Hitbox. Man schaltet diese Super-Minifigur allerdings nur frei, wenn man die 100% schafft, und um die 100% zu schaffen, muss man dieses Level abschließen. Man kann sie zwar auch über einen Cheatcode freischalten, aber die sind wie am Anfang gesagt verboten und somit ist es nicht möglich, dieses Level hier nur mit Zivilisten zu absolvieren. Aber unsere Challenge ist noch nicht vorbei. Schaut mal, Freunde. Wenn ihr mal einen Lego City Undercover Speedrun geschaut habt oder euch zumindest angeguckt habt, wie lang die Speedruns so im Durchschnitt gehen, dann stellt man sehr schnell fest, dass die Any% Runs nicht sehr lange sind. Und by the way, ich wollte hier unbedingt Footage von meinem eigenen Speedrun benutzen, den ich vor 2 Jahren gemacht habe, aber ich kann mir wirklich nicht erklären, warum ich damals in so einer Toaster-Qualität aufgenommen habe. Sorry. Der Grund, warum Speedruns so kurz sind, ist folgender. In einem normalen Spieldurchlauf von Lego City Undercover spielt man chronologisch von Kapitel 1 bis Kapitel 15 und schließt dann das letzte 15. Level ab. Im Speedrun allerdings geht man direkt von Kapitel 1 in das letzte 15. Level rein. Das kann man tun, da Out of Bounds unter dem Boden auf der Apollo-Insel aus irgendeinem Grund eine Ladezone für das letzte Level versteckt ist. Da diese Ladezone auf mittlerer Höhe zwischen Boden und Wasser ist, benutzen Speedrunner das Huhn, um sie zu treffen. Jedoch kann das Huhn nur vom Farmer verwendet werden und da es auch keinen alternativen Zivilisten gibt, ist das Huhn für unseren Run nicht möglich. Ich muss es eigentlich gar nicht so spannend machen, ihr wisst, dass es auch dafür eine Lösung gibt, aber die ist wirklich relativ kompliziert. Was man tun muss, ist sich mit Spieler 1 an diese Stelle über die Ladezone zu stellen. Dann holt Spieler 2 ein Auto, was zwangsweise von einer Rufsäule kommen muss. Spieler 1 muss dann aus dem Stand auf dieses Auto springen, ohne noch einen weiteren Schritt auf den Boden zu setzen. Spieler 2 fährt dieses Auto jetzt weg ins Wasser und wenn man sich jetzt mit Spieler 2 zu Spieler 1 teleportiert, sollte man an die Stelle teleportiert werden, an der Spieler 1 davor war. Das funktioniert, da wenn man sich zu einem anderen Spieler teleportiert, das Spiel immer guckt, welche Koordinaten dieser Spieler hat und dem Spieler, der sich dorthin teleportiert, nur leicht abgeänderte Koordinaten gibt, dass er relativ daneben spawnt. Da Spieler 1 in unserem Fall jetzt aber auf einem Auto steht, werden seine Koordinaten nicht aktualisiert. Die letzten Koordinaten für Spieler 1, die das Spiel also als seinen Standort abgespeichert hat, ist der Punkt auf dem Boden, wo er zuletzt gestanden ist. Aber warum wollen wir denn überhaupt, dass Spieler 1 nicht an dem Punkt ist, wo wir uns sowieso hin teleportieren wollen? Naja, Spieler 1 ist jetzt in einer anderen, ich nenne es mal Zone der Map und er ist so weit weg von seinen Koordinaten, dass wenn wir jetzt mit dem zweiten Spieler das Spiel verlassen und wieder joinen, der Boden für einen ganz kurzen Moment nicht ins Spiel geladen ist und wenn der zweite Spieler, bevor er das Spiel verlässt, einen Sprung macht, dann das Spiel verlässt, hat er genug Momentum, um in der Zeit, in der der Boden despawnt ist, unter dem Boden durchzufallen, was es uns erlaubt, ohne das Huhn die Ladezone zu berühren. Direkt am Anfang vom Level gibt es einen Abgrund, den man ohne das Jetpack nicht überbrücken kann. Und das Jetpack haben wir nicht. Aber natürlich hilft uns mal wieder der Teleportationsglitch, mit dem wir da drüber kommen. Ein paar weitere Stellen, wo man sich teleportieren muss, gibt es noch, aber das größere Problem ist, in die Rakete zu kommen, was man tun muss. Normalerweise baut man einen Mondbuggy und kann damit dann eine Brücke hervorrufen. Um den Mondbuggy zu bauen, braucht man allerdings eine Astronautenfähigkeit und für den nächsten Raum in diesem Level brauchen wir zwangsläufig den Mechaniker und den Gangster. By the way, verzeiht mir, dass ich noch gar nicht auf den Mechaniker eingegangen bin, aber den kriegt man, wenn man ganz am Anfang vom Spiel die Umkleidekabine baut und er kann wie der Bauarbeiter Elektroterminals reparieren. Um jetzt also in die Rakete zu kommen, stellen wir uns auf einen unsichtbaren Boden, der etwas höher als der Raketeneingang ist und teleportieren uns dann so lange durch die Luft, bis man in der Rakete ist. Da wir dabei permanent in der Luft sind und sterben, können wir uns dabei eigentlich nicht teleportieren, aber wenn man in dem ersten Frame, in dem man respawnt, die Pause-Taste drückt, dann geht es trotzdem.
Das Ganze hier dauert also wirklich eine lange Weile und Dr. Rank hat dafür eine gute halbe Stunde geopfert, also GG an ihn, dass er sich diese Mühe hier gemacht hat. Das ist jetzt der Raum, in dem wir den Mechaniker und den Räuber brauchen und nachdem wir Rex Fury à la Super Mario 64 Style in seinem T-Rex besiegt haben, geht es zu dem True Final Bossfight. Dort rüstet das Spiel automatisch den Astronauten aus, aber da das Alien ein interkategorischer Charakter ist, den wir auf sowohl dem Zivilisten als auch auf dem Astronautenslot haben, ist das hier kein Regelverstoß. Jetzt nur noch Rex Fury besiegen, zurück auf die Erde fallen und wir haben die Challenge verkackt. Insgesamt gab es 2 Stellen, wo wir nicht mit einem Zivilisten oder interkategorischem Charakter gespielt haben, was bedeutet, dass wir die Challenge sogar doppelt verkackt haben. Aber ich glaube, das war trotzdem ein sehr guter Versuch einer interessanten Challenge. GG nochmal an Dr. Rank. Sein Kanal sowie die von den Leuten, von denen ich in diesem Video hier Footage benutzt habe, findet ihr in der Beschreibung. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund und alles Gute. Das wünscht euer City Tendo. Ciao.